So, herzlich willkommen zum Meeting mit Linda. Sie ist auch da. Wir haben noch 2 Minuten. Es kommen auch ständig noch Leute rein, was ich so höre. Ja, aber ich übergebe schon mal gleich an dich, Linda. Ja, Anke, ik merkte zuerst für alle. Für alle, ich wünsche alle in diese kommende Jahr, in diesem Jahr, dieses neues Jahr, Gesundheit und Inspiration und ganz neue Gefühl von was hat mich so bedrückt über diese Zeit, über Weihnachten und die ruhige 2 Wochen vor Weihnachten, ist diese Idee, was occurrte so oft von der Dalai Lama. Und das ist diese Idee des Happiness. Was genau ist die richtige Übersetzung von Happiness? Glücklich Hast sein. du- Bitte? Glücklich, glücklich Glück, sein. glücklich, Happy. glücklich. Ihr sagt es immer, diese paar Wörter, das Happiness, glücklich sein, it's a choice. Es ist ein um, choice. Du hast And die Wahl. ja, ist das die Wahl? Danke, du. So, das über die letzte, ich habe zuerst mit Anke und zuerst ich fange an mit dieser Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr, dass wir zusammen haben. Mit ein Bedanken, danke für die Anke, was du hast so über die ganze Jahr, letztes Jahr, diese Idee gehabt, dass wir probieren, die Leute finden, wer hat ein Teil von dieser 50 Jahre. Es ist fast unglaublich. Und dann, ich habe letzte Wochenende, ich habe einen Vortrag gegeben, wie sagt äh, und die Übersetzung war nicht 100%. Nur ein Wort war anders. Und die Idee war, dass ich würde einige verschiedene Ideen von die 50 Jahre, was zu mir einfach intuitiv bekommt, als dass ich würde gerne mit euch diskutieren. Und, und das ist so interessant, die Unterschied, das ein Wort machen kann. Weil meine Idee hier ist, dass ich vertraue meine Intuition und einfach so mal, was kommt zu mir, dass ich möchte zu euch bringen, diese Idee. Und Anka, is there anything we can do because it's very loud that when people come in? Is there? Ich kann dich wieder als Host entfernen, dann hörst du das nicht. Dann, Do you hear it? It's so loud, or is ja, it just me? It's wieder, funny. ich habe dich wieder als Host entfernt und dann hörst du es nicht. Dann höre nur ich. So, danke alle. Und was Anke hat äh, zu uns gebracht, diese Idee, wow, von so vielen zu hören. Und so dann habe ich gedacht, okay, Anke, oder für mich auch mit Mandy, ich habe diese Idee gehabt, lass mich sehen. Und in diesem kommenden Jahr, ich möchte meine Intuition vertrauen und einfach ein Gefühl haben, was möchte zuerst zu mir kommen, dass ich zu euch bringe. Dass wir diskutieren können, dass wir, no, dieses Gefühl, warte mal, was haben wir hier über die 50 Jahre mit der Arbeit? Und was hat zu mir zuerst gekommen, war diese Idee von der Fig Tree Botschaft, dass ich habe in 1982 bekommen, wann ich habe, und das war das Jahr vor, dass die kreisende TTouches zu mir bekommen hat. So, Anka, wenn du könntest zum Beispiel, bring das Foto von Michael Rhodes Buch. Ah, okay. It's okay, it's okay. Du kannst mit das. Ist egal, welche das ist. Let Genau. me see here. Yeah. Now, die Grund, dass ich habe dies gebracht, das Michael Rhodes hat
22 Bücher geschrieben. Sein erstes Buch war Talking with Nature, ein Gespräch mit der Natur. Und das kommt, und now, Anke, wenn du kannst die nächste Foto zeigen, die tree. You had it there. Guck, wie groß das ist. Dieser Baum ist 600 Jahre alt. Und der Grund, der so wichtig ist, dass Michael Rhodes hat das erste Buch, ein Gespräch mit der Natur, bekommen von diesem Baum. Er hat die Wörter von den Bäumen aufgeschrieben und die ganze Ideen, die Inspiration von dies bekommen. Und so ist interessant, dass in die 4. Kapitel von sein, das Buch, das wir haben zuerst gesehen, es Anke gezeigt hat, Entering. Hast du das in Deutsch gefunden, Anke? Ja. Ja. Weil das hat so viel zu tun mit unserer Arbeit. Soll ich das vorlesen, was du geschrieben hast, mit der Botschaft? No, it's zu viel. Wenn du kannst, das Buch, was in Deutsch ist, wie sieht das Buch aus in Deutsch? Das, was ich eben gezeigt habe, das war das deutsche Buch. Oh, I didn't. Oh, ja, okay. So lass uns das sehen. Die geheime Welt der Natur betreten. Und was ist so interessant, ist, dass in die 4. Kapitel er spricht über diese Idee von links und rechts Gehirnhälfte. Die Unterschied zwischen die Logikseite und diese Seite, das kommt von unserer Vorstellung. So, die Gründe, ich möchte die zusammenbringen, diese Idee von unserer Vorstellung, der Hartog, von die 3 magischen T-Touches. Und das ist für mich, es ist so wichtig, weil das ist alle diese Arbeit, was wir sehen hier, die Inspiration von dies kommt von es war ein Gefühl, das ich gehabt hat. Es nicht das, es war nicht, meine Idee, dass ich habe das Gefühl gehabt, oh, ich sollte das machen. Und das war so mit diesem Buch auch von Michael Rhodes hier. Ich habe ihn das Gefühl gehabt, dass ich sollte ihn in Australien treffen. Und ich habe das getan, von Kalifornien nach Australien. Und ich habe dann ihn zu Hause besucht. Und er hat gesagt, okay, Linda, ich möchte, dass du gehst raus und sprich mit diesem Baum. Now, ich sage das, weil es ist mein absolutes Gefühl, dass wir alle haben diese Möglichkeit, mit Bäumen oder Tieren sprechen. Nicht die normale animal tierische Kommunikation, aber dieses Gefühl. Und so, ich gehe raus mit meinem Journal in meiner Hand und dann, Anke, wenn du kannst wieder das Was möchtest du? das Foto von den Bäumen, Von dir? das ich habe zu dir geschickt. Du hast das schon drauf gehabt. Ja. Das Foto von den Bäumen. Sorry, you all. Next, this. Guck, wie groß das ist. So. Super. Und jetzt, Kirsten, wenn du kannst jetzt, dieses die, das ist, was wichtig ist von hier, das. And Kirsten, are you here? Yes. Is she here? Yes. Can you read just these words, diese Wörter? Anke, vielleicht geh auf Seite 3.
genau. And Linda, the part you said, which is an addition, is not on any of them I have. So do you want me to leave it out or not? Sorry, if you can read the German that we just went over. Right. I'm just asking. We added something in it, but it's not on the master poems. Do you want me to add it in or leave it out? It has to be in. It's Okay. the same thing. We just had Okay. Anke war ideal, es war perfekt, was du with AI übersetzt habe. Es hat ein Part missing. So go, Kirsten. Komm, setz dich zu mir. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. So, ich Setz möchte dich ab. inzwischen, ich stopp dich inzwischen, so dass alles würde ein Bild in euer Kopf haben. Okay, ich gehe raus in die Richtung, wo das Baum war, mit meinem Journal in meiner Hand und ich habe diese Wort in meinen Kopf gekommen und ich habe die einfach geschrieben. Und das war die erste, was Kirsten gesagt hat. Dann, die Idee war, was meint ihr, sitzt bei mir, sitzt auf mich. Und die hat so große, diese roots that went out. Das hat ungefähr fast 10 Meter aus von den Bäumen gemacht. Und ich habe mich reingesetzt und dann habe ich das weiter geschrieben. Genau, was die Bäume zu mir, die Wörter zu mir gegeben hat. Und ich habe die nicht verstanden, aber ich habe die sowieso, Gott sei Dank, aufgeschrieben. Kirsten? Setz dich auf mich, irgendwo in der Sonne. Einst war ich einer von vielen wie mir. Wir hatten lange auf dieser Erde gelebt und viel Weisheit erworben. Unser Verständnis und unsere Liebe sandten positive Schwingungen aus, die weitreichende Wirkungen hatten. Dann kam der Mensch mit seinem Mangel an Verständnis. Wann war das? Fragte ich. Es ist nicht wichtig, denn die Zeit, von der ich spreche, ist in deinem Denken nicht messbar. So, stopp für einen Moment. Alle, das gibt mir Gänsehaut, weil was ist so interessant, in den letzten 3 Jahren, ich habe endlich nach all diesen Jahren, es ist vor mehr als 40 Jahren, die Frage gehabt, wie kommt dies, dass dieser ein Viertelkreis so viel, so viel beeinflusst haben kann von reduzieren Angst oder Schmerzen. Und das ist, was die Bäume hier sagt, sind genau die Wörter, das ist auf der Hintenseite von diesem Buch. Und wenn ich habe das gelesen, ich habe endlich verstanden, okay, das ist ein phänomenales Konzept, dass wir können Angst und Schmerzen reduzieren, nur von diesem Treffen mit was in uns ist. Und das ist das phänomenal Quelle intelligent, Source Intelligence in jeder Zelle in unserem Körper. Und das ist, ich habe das zuerst gehört in 1982 und endlich 40 Jahre später von diesem Buch kommt die Bestätigung. Und ich spreche über das in die Veränderung von den neuen Elementen. Es ist nicht Veränderung, es ist nicht richtig. Es ist die dazu zu bringen für ein Verständnis für uns alle. So, weiter bitte. Die positiven Ionen, die durch zerstörerische Gedanken und Handlungen erzeugt wurden, verursachten Störungen dessen, was ihr als Atmosphäre bezeichnet, was jedoch das empfindliche Gleichgewicht der Natur ist. Muster von Molekülen oder molekularen Strukturen, von denen ihr kürzlich erfahren habt. Das Ungleichgewicht oder die Negativität wurde so groß, dass der gesamte Planet betroffen war. So, stopp einen Moment. Wenn ich habe diese Wörter geschrieben, ich habe gedacht, was?
das kann nicht wahr sein. Ich habe keine Idee in die Zeit, dass die Planeten hat ein Shift gemacht und das ist schon verstanden, aber ich habe das nicht gewusst. So, was ist wichtig hier, dass ich habe die Worte gehört und nicht gehört oder gefühlt ist ein besser. Nicht, dass ich gehört die. Ich habe einfach geschrieben, als ich das bekommen habe. Und habe Vertrauen das. Und der Grund, dass ich lege viel Wert auf dies, manchmal wir haben ein Hunch, und das ist, was Michael Rhodes schreibt in das 4. Kapitel von das Buch, das Anke uns gezeigt hat. Dass ich das Vertrauen hat und aufgeschrieben hat, das ist der nächste Teil von der Botschaft, das auf die Bäume geschrieben hat. Das ist, was so wichtig ist. So, Kirsten, danke dir. I will repeat this one sentence, otherwise it doesn't make sense. Das Ungleichgewicht oder die Negativität wurde so groß, dass der gesamte Planet betroffen war. Ebenso euer Universum. Das verursachte die tatsächliche Achsenverschiebung eures Planeten. Damals fand die Verschiebung der Erdachse statt. Um die Erde wieder ins Gleichgewicht oder in die richtige Ausrichtung zu bringen, muss euer Volk erneut erkennen, dass die Reiche der Pflanzen, der Tiere, der Mineralien und der Naturgeister eins mit euch sind und lebenswichtig für die Erhaltung des Planeten. Dass eure Rasse den Gott in sich erkennt, ist nur der Anfang. Dass wir als eins mit euch im Gleichgewicht der Existenz erkannt werden, ist der Schlüssel nicht nur zum Überleben, sondern zu Himmel auf Erden. Und die Frage, diese Wörter zu Himmel an Erden, die sind ein paar Wörter, das kommt zu mir so oft von, wenn ich setze und schreibe die Wörter, wenn ich bekomme dies von den Wind oder manchmal von einem Stein oder von Wasser. Immer diese Wörter, Himmel auf die Erde. Und was bedeutet das? Wenn wir diese Konzept, also mit dem Konzept, diese Verständnis haben, dass wir sind alle verbunden, dass mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Nature Spirits, die Feen und all dies, das gibt uns diese Verständnis. Wow, das ist it's a miracle, dass wir sind in diesem Körper. Und von all diesen 50 Jahren, also für mich ist es viel mehr als 50 Jahre, weil es hat angefangen mit mir vor das. Diese Idee, dass wenn wir sehen, unsere Tiere, Pflanzen und andere Mensch, dass wir alle verbunden, das bringt ein total anderes Verständnis auf der Erde. Und in diese letzten 3 Monate, ich möchte mit euch teilen, was hat so groß einen Unterschied für mich machen. Und dies ist ein Visionary, ein Mann, der hat ein Buch geschrieben in 1900, vielleicht 83, in der Früh, in den 80er Jahren. Und das ist das Buch Man on, The Seat of the Soul. Und entschuldigen, dass ich habe vergessen, das zu dir zeigen, Anke, weil bestimmt ist es auch in Deutsch. Und dieses für uns, für mich, es ist so wichtig, diese Idee, dass in dieser Zeit, in die letzten 20 Jahre ungefähr, wir haben ein neues Consciousness, ein Bewusstsein zu der Erde gebracht. Und das ist die Idee, dass wir können von unseren Tieren oder Pflanzen oder Bäumen alles, dass wir können
ein Kontakt mit die haben. Und wenn wir vertrauen dies, es kommt nur als ein Hunch zu uns oder ein Gefühl. Und mit TTouch, diese Idee, dass von diesem 1,25 Kreis, dass wir unterstützen oder aktivieren, das fantastisch, special, und wir alle haben das. Es ist nicht, dass wir, alle hat diese Möglichkeit, dass wir verstehen, es ist nicht nur, was wir sehen, das auf der Erde ist. It's the feeling, dieses Gefühl, das wir haben, das zu uns kommt. Vielleicht wir haben eine Idee, oh, mein Pferd baut, ich muss zu Pferde gehen. Irgendwas ist nicht, stimmt nicht. Oder ein Hund, das braucht vielleicht ein anderer irgendwas. Und es ist nicht, dass es like tierische Kommunikation, das so toll ist, aber es ist nur von einem Gefühl. Und in das Buch, das wir gesehen haben von Michael Rhodes, in diesem 4. Kapitel, bringt diese Idee, dass wenn we imagine, dass wir Tagestag oder irgendwas that we imagine disaktiviert, und das ist, was wir tun mit unser Hearthug, unser Hearthug zum Beispiel, wenn wir vorstellen, und das ist ein Schlüssel für die Aktivieren von beiden Gehirnhälften in uns. Und das ist für mich diese, was in den letzten 40 Jahren fängt an mit 50, mit dem Bewusstsein vom Moshe Feldenkreis, dieses Bewusstsein. Interessant, Bewusstsein. Ja, diese Idee, dass wir sehen, dass round clock Zifferblatt auf den Wand mit Nummern drauf. Und wir nehmen das. Und ich sehe das im Bild. Es ist nicht nur Wörter für mich. Ich sehe das Zifferblatt und ich mache das hier. Und probiere das auch, alle von euch. Guck auf dein Wand über. Vorstellen ein Round Zifferblatt. Ich vergesse immer, wenn das richtig ist. Ich gucke eins an hier jetzt bei mir. Und make it here. Bring das hier auf the chest. Und auf dies, okay, so wenn wir vorstellen, das ist, was ich empfehle, dass alle schreibt auf, weil das ist für mich, das ist ein Korn von unserer Arbeit. Diese Idee, wenn wir vorstellen, diese Zifferblatt und diese einen Viertelkreis, und wir sehen, aha, warum ist das wichtig? Weil das aktiviert unsere Kreativität. Was andere? Gefühl. Gefühl, so dass wir fühlen unsere Tiere, uns selbst, die Pflanze, ein Baum. Und dann, was bringt diese Nummern? Und Michael Rhodes macht das, ich liebe in diesem 4. Kapitel, schreibt viel mehr als sonst, weil diese linken Seite, das unsere Logik aktiviert. Und viele von uns, wer mit Tieren arbeitet, hat mehr Aktivierung von der Rechtseite, Kreativität, Intuition, Gefühl, und Compassion, Mitgefühl und Intuition, sorry. So, it's Gefühl, Kreativität, Intuition und Mitgefühl. Das macht uns menschlich. Und die andere Seite, das bringt uns in separate von anderen Dingen. Das hat mit den Nummern zu tun. Und es ist so wichtig für uns, weil es bringt eine Balance zwischen die zwei Seiten. Und diese Balance ist, was so viel für dies einen Viertelkreis macht mit unseren Tieren.
so viel sagt, ich habe das Gefühl, wow, ich habe das Gefühl, ich bin in Balance, ne? Jetzt das emotional und mental Balance. Und so, was hat für mich das so viel Unterstützung und Verständnis gegeben über von das Point war so wichtig. Und dann ich habe gedacht, okay, interessant. Now, was andere in über die ist, der 50 Jahre anderes ist. Und das ist von unseren 9 Elementen. Und kannst du das, Anke, bitte zeigen, diese Mindmap? Und das Mindmap ist so fantastisch. Wir haben das angefangen, ich denke, es war 2002, wenn ich habe mit Karen Freiling angefangen, TTouch für Mensch in einen Kurs zu bringen. Und Karen hat diese Idee von Mindmapping gebracht. Und das hat so einen Unterschied für mich gemacht, weil Mindmaps sind immer von der rechts angefangen und man liest von rechts und dann nach der linken Seite. Und es ist so viel, für mich so viel mehr Verstand, als wenn ich eine Liste mache. Und so, was ist wichtig hier? Ich mag das immer so, ich fange mit der Basis-Touch, die Druckstarke, das Tempo, die Pause und dann die Verbindungen zwischen die Touches und dann, was unsere Postur ist, unsere Körperhaltung und Tiere, wie die Tiere in ihre Haltung kommt. Und dann, ich habe das, wie wir atmen machen. Und dann die Akte in mein List. Und ich mag das immer, diese gleiche Liste, weil das hilft mir, alles in meinen Kopf zu halten, statt eine Liste. Und diese Absicht oder Intention. Now, die Grund, dass wir haben dies angefangen für die Tiere, für Pferd und Mensch. Entschuldigung, Pferde und alle anderen Kleintiere, war die Idee, dass we have no attachment to the outcome. And Bitte. Was ist das genau? Wie sagt man no attachment? Dass wir kein Ziel haben für dass etwas Bestimmtes dabei herauskommt. Ja. So, warum nicht? Let's think. Warum sollten wir das nicht haben? Anybody have an idea? Let's just brainstorm a little bit. Vielleicht müssen wir dazu die Freigabe stoppen, Linda, wenn die Leute die Hand heben, dass man es sieht. Ansonsten einfach den Ton einschalten und sprechen, wenn Linda fragt. Yeah, and I go to the view. So I can Wenn wir see ein it. Ziel haben, folgen wir nicht mehr unserer Intuition. Das ist so. Und so auch, what would we prevent? That Intuition, absolute. Yeah. So what do you think? Wenn wir behalten, das muss passieren oder was wir haben gefunden ist, wow, manchmal wir können so viel mehr aktivieren, als wenn wir denken. So, das ist ich habe nicht gedacht, diese Idee, es stoppt die Intuition. Es ist so, when we have an absolute Idee, was kommen war. Das ist ein tolles Antwort, das ich nicht gedacht habe, aber absolut so. Chris hat im Chat geschrieben, wir sollten offen sein für alles Mögliche und Unmögliche. Das ist so fantastisch, diese Idee, dass wir haben diese Chance, wir alle haben Antworten für dies. Und wenn wir teilen und
austauschen mit unserer Idee, ich denke, wir können mehr verstehen. So, ich danke das. Danke. So, die Idee ist, okay, was wir haben, für Mensch, wenn wir haben das zusammengebracht, was kommt zu mir zuerst? Und das kommt von Charles Sherrington, das zweite Jahr von meiner Feldenkreisausbildung. Das war ein Buch, das wir lesen sollten. Man on His Nature. Und die Idee, dass hat, der war ein Nobelpreis, will ich sagen, viele Menschen, das vielleicht nicht das verstehen. Wenn ich habe sein Buch gelesen, Sir Charles Sherrington, Man on His Nature. Und hat mit so Begeisterung geschrieben, wow, überlege, wenn wir machen einen Riss in der Hand zum Beispiel, eine Verletzung, und hat mit solcher inspiriert und mit so viel, how do you say, like excitement geschrieben, how die Körper kann all dies alles, was gebraucht ist, kommt und heilen das. Und wenn die hat diese Idee gebracht, dass jede Zelle in der Körper versteht ihre Arbeit in der Körper. Und was ihr auch zu mir die Idee gegeben hat, das hat meistens nicht gesagt. Ihr hat gesagt, auch in der Universe. Jede Zelle in der Körper versteht ihre Funktion in der Körper und in der Universe. Das ist so eine outlandish Idee, ne? So weit von was wir normalerweise denken kann, dass ich lasse das meistens den Rest aus. Aber diese Idee, wow, jede Zelle in der Körper versteht die Arbeit in der Körper. Und das ist, was hat mich durch meine nächsten 3 Jahre von der Feldenkreis-Ausbildung mit Dr. Moshe Feldenkreis gemacht. Ich habe immer den Körper gesehen als das Wunder von Zellen. Zellen mit dies phenomenal consciousness, this cellular wisdom, dass jede Zelle in der Körper hat das Weisheit und das Verständnis. Und wenn ich habe ähnlich in unser TTouch for You Kurs this Buch gebracht, this is the code of authentic living, cellular wisdom. Die Gründe haltet es hier. Und leider ist sie ist jetzt inzwischen auf die andere Seite, die Autorin von dies. Und die Grund, das für mich, das war so wichtig, diese Idee, und warum ich habe das so geglaubt, ist, sie hat für 20 Jahre in einer Universität, eine sehr high Universität, Cellular Wisdom gelehrt. Aber sie hat never verstanden, von wo unsere Cellular Consciousness kommt. Und so, ich möchte das, ich denke, ich bringe das in another Mal, Anke, weil ich möchte das Übersetzung in korrekt. Aber ich sage das schnell. Zuerst. Ich kann das machen. Okay. So, der Fakt, dass sie war so ein ausgebildete Professorin und dann sie hat diese Legende gelesen. Es ist eine Legende, it's a Hindu-Legende. Und was gesagt ist, und das trifft total für mich, es macht ein total Unterschied in mein Verständnis von wer wir sind und was wir tun hier zusammen. Und das war einmal in einer Zeit, das ich kann nicht in meinen Kopf verstehen, wenn das war so lange ago. Jeder Mensch auf dem Planet hat die Kraft und die Möglichkeiten von einem Gott, dass sie konnte alles heilen und so weiter. Was Jesus auch sagt, dass wir können alles tun, was er getan hat. Und so, er hat gesagt,
jetzt Mensch hat they had so viel schlimme Dinge gemacht, dass die muss das Kraft verlieren. Die darf das nicht haben. Und so gesagt, okay, wo können wir das, where can we hide it? Und so, die hat große Powwow gehabt und hat alles diese Ideen zusammengebracht. Und eines hat gesagt, okay, ich weiß, was wir machen. Ist kein Problem. Wir nehmen das in die highest Teil von den Bergen und wir lassen das da. Und Brahma, the chief Hindu, hat gesagt, no, Menschen sind so intelligent, die würde das finden. Okay, sagt ein anderer, kein Problem. Wir nehmen das in die tiefste Teil von dem Ocean, von dem Meer. Und wir lassen das da. No. Die will das finden. Und wir sehen das jetzt, was möglich ist. Sie würde das finden. Okay, dann, ich habe die Idee. Wir nehmen das in die großes, ich vergesse das Wort für Cave, in die Erde. What's Cave? Höhle. Höhle. Danke, in die Höhle. Und wir gehen weiter in die Erde und lassen das da. No, wir will das finden. Und so, der Chief Hindu Brahma hat lang ruhig gesetzt und gedacht. Und dann hat gesagt, ich habe das. Ich weiß, wo wir machen das. In this Körper. Und so, das hat getan. Das war gemacht. Und so, es war da gesagt, dass Menschen inzwischen, die gehen in die höchstes Berg, in die tief in den Berg, tief in die Höhle, und die finden das nie, weil das ist hier in uns. Und für mich, das ist ein Korn von dieser Arbeit. Wenn wir verstehen, dass, und es ist jetzt meist, sagt 50 Trillionen Zellen in den Körper, von dem Durchschnitt. Jede von diesen Zellen weiß die Arbeit in jeder Körper, in jeder Zelle. Und was ist wichtig? Ich habe ein Foto und ich muss das finden mit Bruce Lipton. Und er hat auf einem Computer, Laptop, ein Foto von einer Zelle. Und wir haben getroffen, vielleicht 6 Jahre vorher, ich habe das Tag in Wien mit ihm gemacht. Und er hat gesagt, guck mal, wir haben so viel, wir wissen so viel von den Funktionen von der Zelle, aber kein Mensch weiß, was kontrolliert das. Und in the Song of the Cells, that it's right here, übersetzt hinter mich, die Song of the Cells, und danke, Teresa Cottarelli, Gunther, hat das zu mir geschickt. It's the Song of the Cells. And it's by Siddhartha Mukherjee. Und das ist in this book, die weißt auch, das ist ein Buch, das ist jetzt gesehen als die latest Konzept von unserer Medizin. Und das ist Energy in the Cells, von der Intelligence in the Cells. Und die möchte das nicht religiös machen, because it's Quelle Intelligence, Source Intelligence, göttliche Intelligence. So instead, they call it Command Central. It's a central command in jede Zelle von unserem Körper. In this Körper, von alles. Das kontrolliert, the mastermind zwischen die Kontrolle von all diesen unglaubliche viele Funktionen, das jede Zelle hat. Wir sind wundern. Und wenn wir gucken unsere Tier an, und wenn von diesem Standpunkt, wenn ich habe ein Tier, das hat ein Problem, statt denke ich, oh je, das Problem. Unsere Arbeit mit TTouch ist die Idee,
wait a minute, warte mal. Aber das ist ein Teil. Und wenn wir sehen, das ganze Körper als ein Wunder mit so vielen 50 Trillionen Zellen, das hat das Weisheit, das Verständnis von der Cellular Wisdom. Wow, Intelligenz, die Cellular Intelligenz. Wenn ich fokussiere an das, ja, ich sehe was, vielleicht nicht in Funktion, aber ich kann so einen großen Einfluss haben von dies. Nur vorstellen, no, nicht vorstellen, verstanden. Wow, wir sind alle wundern, weil wir haben das phenomenal Intelligenz in jeder Zelle in unserem Körper, in jeder Zelle in der Körper von unserem Tier. Und das für mich ist, wow. Und in this erste Kapitel, the erste sentence in this book says, every cell is intelligent. Jede Zelle ist intelligent. Diese Intelligenz. Und das ist genau, was ich habe inspiriert von Sir Charles Sherrington, 50 Jahre vor das. Und das ist für mich the Korn hinten unser Work. It's wow. Now, this idea, wait a minute, it kann Schmerzen reduzieren und es kann Angst auch reduzieren und manchmal total wegbringen. Nur von unserer Hartag und die Körper von diesen Zellen, diese Idee, wow. Und ich würde so gerne von euch, ich habe eine Frage. Wie viel von euch hat schon diese Leid einen Viertelkreis gemacht, und Schmerzen reduzieren oder viel lindern? Wie viel hat das? Wenn ihr könnt nur eine Hand hoch, just like your hand, lass uns das sehen. Und wenn nicht, ich würde so gerne mit euch mehr hören von all dies, wer hat. No, wir haben das Wunder mit dies. Und wie viel hat auch von des Hearthug zum Beispiel, das Herz, und man ein Viertelkreis, ja, auch. Angst du lässt das, guck dies nach. Wer spricht, könntest du das nochmal laut machen? Ich glaube nicht, dass die Elisa mit uns spricht, sondern dass sie eher ein bisschen mit ihrem Oh, ich Experiment. habe Gut. So, ich möchte auch jetzt von euch, so dass wir teilen diese it's so phenomenal sight here to see this, all these hands. And wir haben mit this simple ein Viertelkreis, die Möglichkeit, so viel zu tun. Und wir haben von all das andere, das wir haben, das TTouch ist nur ein Teil von unserer Körper, von was wir, von der Bodenarbeit, das wir machen, von die Equipment, das wir benutzen, nur von was wir halten, diese Energie, diese Idee, das wir halten, wir können das so beeinflussen, alle dies. Und die Frage für mich ist, wie können wir teilen? Wir möchten das teilen. Sagt andere, wie die das machen. Und was ist wichtig, sind diese Kleinigkeit, zum Beispiel die Unterschied zwischen ein Eindruck und ein Sexdruck. Ja. So viel von diesem Detail, die macht einen großen Unterschied, nur in ein kleine Dinge. Und ich bin so dankbar für alle von euch. Now,
Zuerst einmal, ich möchte das öffnen für Bemerkungen oder Fragen. Lass uns die Erfahrung und Intelligenz von dieser Gruppe. Und ich möchte auch dabei sagen, wenn jemand nicht so sicher über was er gesagt hat oder eine Frage hat, wir lieben das, dass man vielleicht nicht alles weiß oder skeptisch ist. Es ist so healthy, so, na, wir haben viel Respekt für das und wir wollen das hören. Wer würde uns ehren bei entweder Fragen oder Bemerkungen, Erfahrung bringen? Und wir haben so viel hier, das hat so viel Erfahrung. Und viele, vielleicht hat nicht so viel Verständnis oder meint das Linda. Sie ist ein bisschen, warum sagt sie das? Ich liebe das. Und Bibi Degen, before you go, bevor du gehst, ich würde so gerne von dich hören. Von dir. You're muted. Still muted. Yes. Now you can hear me. Yes. You want to hear from my experience, Linda? No, I just want to hear from you because you brought so many inspiration and so much to so many people, Bibi. Yes, because I love it. That's why. Because I love that this work makes miracles. Oh, ich muss auf Deutsch sprechen. Weil ich die Arbeit liebe und weil ich es liebe, was die bewirken kann in Menschen und in der Verbindung zwischen Menschen und Tieren und zwischen Menschen und Menschen. Ja, danke dir. Das ist meine Passion. Ja, und ich würde so auch gerne Anke von dir hören, weil ich habe dich auch gefragt, dass du bringst dies zu deinen Studenten und der TTouch for You. Was hat das zu Für mein Leben gebracht. ja, Für mich ist es einfach so, ob ich mit den Pferden oder mit den Menschen arbeiten, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist eine unglaublich sanfte und sehr innige Art, mit Lebewesen zu kommunizieren. Und wenn die Leute auch nur wenige Sachen davon kennen oder können, können sie halt schon das Leben verändern. Ich sage bei dem TTouch for You immer, wenn man die 3 Notfall-TTouches kennt und ein paar Kreise und 2, 3 Körperbänder, dann kann man schon nahezu jedes Problem im Leben lösen oder zumindest verringern. Es erhöht die Lebensqualität ganz enorm. Und ähnlich finde ich, ist das mit den Pferden auch. Dieses tiefe Verständnis, das man für die Pferde bekommt und wie leicht sich Probleme ändern lassen, wie leicht und schnell und freundlich und die Beziehungen, die entstehen zwischen den Menschen und ihren Pferden, die wirkliche Freunde werden. Das finde ich halt immer, das geht einfach so, so tief und das ist etwas, was ich in meinem Leben nicht vermissen möchte. danke. Und so, ich würde so gerne von ein paar anderen hören. Entweder, just inspirieren Dinge, was zu dir kommt, oder Fragen. Und die Fragen sind so wichtig für dieses feine Detail, weil das 8. Element, das ich habe gesagt, die Absicht oder die Intention. Wir haben das für Mensch angefangen, das Idee, remember, erinnern an deine Perfektion. Das ist deine Perfektion at the cellular level. Ist ein komischer Satz, weil die sind Wörter, das hat einfach zu mir bekommen und ich vertraue das. Und es ist so interessant, wenn man versteht, wait a minute, meine Perfektion? Was bedeutet, was? Das, was hinten da steckt, ist die phänomenale Intelligenz von unseren Zellen. Und wenn ich arbeite mit jemandem, zum Beispiel mit Fourth Stage Krebs, ich kann das nicht sagen, weil wir können das nicht hören oder akzeptieren, wenn wir meinen, dass wir sterben würden. Und so, ich sage, remember your Potenzial for ideal Funktion at the cellular level.
das gibt man vielleicht ein bisschen Neugierigkeit oder Hoffnung. Und dann, was ich sage jetzt, lass das so mit der mit der achte äh, Element. Element. Aber was dazu kommt, bringt diese Idee, wow, jede Zelle in meinem Körper ist it's like a spark from Quelle Universal Godlich Intelligenz. Und Wir haben ja das, ein paar Leute, die die Hand gehoben haben. Vielleicht machen wir das in der Reihenfolge, wie die Hände oben sind. Katja, du wärst die Erste. Okay, die Hand ist weg. Eva, Minibeck, möchtest du was sagen? Also die, die was sagen möchten, sollten vielleicht die Hand heben und die, die nichts sagen möchten, die Hand dann senken. Ich habe die Hand gehoben, wie die Linda gesagt hat, wer hat schon mal gegen Schmerzen verwendet, die T-Touches. Und ich hatte jetzt, also erstens wollte ich mich bei der Linda bedanken, weil sie mir letztes Jahr bei einem Online den Tipp gegeben hat, dass ich mit meinem Pferd, also bei meinem Pferd und mir selber Halbtags machen soll in der Reithalle. Wir hatten nach einem Unfall Angst, in der Halle zu reiten, beide. Und seit wir das wieder machen, können wir auch wieder ruhig in der Halle reiten, ohne Panikattacken. Und ich habe mir letztens einen Karabiner auf die Hand bekommen. Also ein Pferd hat sich losgerissen, ein Trainingspferd, und hat den Karabiner gebrochen und hat mir auf die Hand geschlagen. Und ich habe sofort T-touched und es ist weder angeschwollen noch blau geworden. Also, und der hat richtig wehgetan. Also das war mit viel Schwung. Also jeder von uns weiß, der sowas schon mal auf die Hand bekommen hat, wie weh das tut. Und es hat kurz wehgetan und am nächsten Tag war es schon wieder fast komplett weg. Und das war halt einfach, ja, also wir wissen es eh alle, die es regelmäßig machen, aber das war einfach schön, mal wieder zu sehen, wie schnell und einfach man sich auch selber helfen kann. Eva, danke für das, weil es ist so wichtig, weil wir so viel, wenn wir benutzen das T-Touch oft für, irgendwas, was, hier ist ein Steck oder was, und vielleicht in 30 Sekunden mit diesen kleinen Touches, ich kann das wegbringen. Bringt das weiter. Wir brauchen dies für Selbsthilfe und Unterstützung auf unserem Planet. Danke. Danke, Eva. Daniela hat die Hand nach oben. Daniela, möchtest du was sagen? Wir haben kein Bild. Vielleicht lese ich in der Zwischenzeit noch kurz dir was aus dem Chat vor, Linda, wenn du magst. Hold on. Just a moment, please. Weil ich sehe Marlies und Annegret, vielleicht weißt du, go unter und finde das kleine Herzchen unter auf und drück das, und das bringt deine Hand hoch wie Danielas. Du meinst, jemand möchte sprechen und hat keine Ja, Hand? die hält die Hand so halten. Annegret und Marlies. Die Marlies hat das Mikro an, die kann reden. Ja, ich bin es. Und zwar, ich bin eine blutige Anfängerin, was T-Touch anbelangt. Und hatte erst am Samstag einen Kurs gemacht mit der Daniela Zohr und der Christine Hauschild. Und da sind halt viele verschiedene T-Touchen vorgestellt worden, haben wir ausprobiert, gemacht und getan. Aber mir fehlt halt so dieses Anfangswissen, worin so diese ganzen Unterschiede liegen. Vielleicht kann mir da einer ein bisschen behilflich sein. Ich habe es für die Katze, nicht für ein Pferd. Welche Unterschiede möchtest Kannst du das wieder in Deutsch sagen? Ich konnte das nicht so gut hören. Anke, kannst du das so weiter? Ich wollte nur kurz auch wissen, was für Unterschiede meinst du, Marlies? Also ich habe was von Python-Touch, Schneckentouch, liegender Leopard, Raupen, T-Touch. Und du Und kennst die ich weiß unterschiedlichen. eigentlich nicht, jetzt wirklich nicht diese Unterschiede, wofür man was nimmt, wo jetzt ein Unterschied dazu ist, zu dem, was es bewirkt. Ob ich jetzt einen liegenden Leopard mache oder einen Schneckentouch, was ist jetzt der Unterschied dazu? Das ist ein fantastisch Frage, Marlies.
was die Grund, dass wir geben Namen von dies, das bedeutet nur die Teil von deiner Hand, das du für die 1,1 Kreis benutzt. So, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich denke, für neue Menschen, wer kommt, die versteht, warum haben wir alle diese Namen? Na, was die bedeutet, die Teil von der Hand, das man benutzt für die 1,1 Kreis oder die Ist die Wirkung jetzt immer die gleiche oder gibt es da auch Unterschiede in der Wirkung? Unsere, what is the word? What we, Erwartung, der Grund, dass wir das machen, ist es ist eine Kommunikation mit den Zellen. It's like a whisper to the cells. So dass die Zellen dann organisiert sich und it's unser Körper, das macht das, nicht uns. Wir nur hier, das ist für mich jetzt. Und für dies, wer kennt mir über so viele Jahre, mein neues Ding ist, wenn ich setze meinen Finger drauf, egal welcher Teil, und ich bewege das Haut, jetzt die Haut, das ich bewege, in 1,1 Kreis, ist es wie nehme ein Schüssel und ich öffne die Tür, das geht rein in das phenomenal intelligent Körper und unterstützt oder inspiriert dann unterstützt die Körpers, I have to say in English, the body's phenomenal possibilities of correct communication, ideal Kommunikation zwischen den Zellen, so dass wir das Körper wieder in ideal Stand, Balance bringen. Ich versuche es bei der Katze, weil die neurologisch krank ist. Ja. Also So, übersetzt gesagt hat Marlies. sie den Trigeminusnerv. So what you do is just with these sehr leicht mit Liebe. Spüre dich, Katze. Und wir haben dieses neue Element. Man macht es ganz leicht mit einer Katze. So leicht als dies. Als wenn ich bewege mein Augenlid. Das ist, was ich würde empfehlen. Und mach das von deinem Herz. It's just like mit deinem Atmen und Lächeln dabei und sagen, wow, ich liebe dich, du bist ein Wunder. Statt denken, oh je, sie hat alle dies und sie würde nicht leben. Wir wissen nicht, vielleicht wir können unterstützen das phänomenal Intelligenz in das Körper. Wir unterstützen diese Möglichkeit für Gesundheit. So, das ist so, ich würde so, es ist fantastisch fragen. Danke dir. Das Ich ist habe noch eine Frage, Linda. Und zwar gibt es doch diese ein Viertelumdrehung und dann nochmal ein Viertel zurück. Das ist ein anderer Dinge. Das ist ein Viertel, leichte Pause und ein Viertel zurück. Die Viertel zurück, wenn wir haben einen langstehenden Schmerzen, ich habe gefunden, Pause auf die 1,1 und dann zurück bis die Korn und das erdet irgendwie. Ich weiß es nicht, warum. Ich auch nicht. Ich merke nur, meine Katze findet es besser. Ich möchte verstehen, warum. Marlies, es hat mir 50 Jahre fast gebraucht, mit vielen Lesen, Denken, Studieren, Diskutieren, zwischen die wir sind hier in lang zusammen. Just accept it for now. Und das würde kommen. Und accept das mit Wundern. Wow, guck das Körper an. Für mich, it's the wow experience. Wow, look what I can do. And give gratitude, Dankbarkeit. Das ist, was wichtig ist.
Die Katja Radebold möchte auch gerne etwas sagen. Katja hat auch schon das Mikro an. Ja, hallo. Hi, Hört ihr mich? Katja. Mhm. Ja, Ja, schön. Hallo Linda. Ich hi. sehe die Linda nur gar nicht gerade. Ich sehe nur ich weiß nicht, wen ich gerade sehe. Genau, weil ich das erste Mal dabei bin. Genau, ich muss gerade mal rüber swipen, dass ich Linda auch sehe. Nee, ich sehe sie nicht. Doch, jetzt sehe ich Linda. Da ist Linda. Hallo Linda. Genau. Schön, dich zu sehen. Und zwar, du wolltest gerne wissen, was für Erfahrungen wir bisher gemacht haben. Du wolltest gerne wissen, was für Erfahrungen wir bisher gemacht haben. Genau. Und ich habe dich kennengelernt damals vor über 25 Jahren in Hannover am Institut für soziales Lernen mit Tieren und dich und die Bibi damals, Bibi Degen. Und ich bin aus dem Seminar raus und war so total beflügelt und habe gedacht, du musst jetzt anwenden, du musst jetzt tun. Und zu der Zeit war das für mich ganz neu und dann bin ich in eine Schule gekommen. Dort habe ich einen behinderten Jungen betreut, der im Rollstuhl saß und was aber gar nicht das Thema war, sondern ich lernte da eine Putzfrau kennen, die mir erzählte, dass ihre Tochter einen schweren Schlaganfall hatte und jetzt auch halbseitig gelähmt war und nicht mehr die Hand richtig bewegen konnte. Und ich hatte meine Mappe von dir dabei, von TTouch. Und ich habe ihr die einfachen TTouches gezeigt, während sie am Putzen war. Und eine Woche später kam sie und war total begeistert und sagt, meine Tochter fängt wieder an und bekommt Gefühl in die Finger. Sie kann wieder eine Tasse greifen. Und das war so für mich so berührend und so toll damals. Das werde ich nie vergessen. Ja, das war so, wo ich gedacht habe, wow, wow. Ja. Und wie du eben sagst, ich glaube, es ist halt einfach eine Form der Body Communication, die man noch nicht wissenschaftlich zu 100 oder die man noch nicht wissenschaftlich beschreiben kann, die einfach da ist, wo wir einen Austausch von Informationen in welcher Form auch immer. Ja, was auch immer da. Und wenn wir uns dafür öffnen, glaube ich, und wenn, wie du sagst, Liebe da ist, dann kann das fließen. Dann kann da was passieren. Ja, und obwohl ich immer merke, oder Angst ist für mich ein großer Blockierer. Angst, wie du sagst, vor Tod oder das ist ein Blockierer, die Angst. Okay, danke, Ja, Katja. Und ist das möglich, du könntest das für mich schreiben, weil wir alle sitzen hier und wir wissen, wie viel hat ein Teil von dem Körper die Gefühle verloren und viele von uns hat schon das von nur ein bisschen Arbeit geholfen, das Mensch, dass sie wieder das Gefühl hat. Und ja, wir müssen das verbreiten. Das ist was ist wichtig ist, the Wow-Factor. Wow, wir sind Miracles. Wir sind mhm. Wundern. Alle, Mhm. alle. Und das ist so wichtig in der Welt, wie das heute ist, dass wir verstehen das und dass wir bringen Dankbarkeit. Und ich würde so gerne, Anke, habe eine Diskussion für das, was ich denke vielleicht helfen würde. Weil was hat mich so inspiriert in den letzten 6 Monaten? Das hat, was ich habe für 40 Jahre schon gearbeitet und es bringt eine andere Möglichkeit. So, danke. Kurz, Marlene, das war so Gerne. wichtig und danke dir, dass du das zu uns gebracht hast. ganz kurz, Danke. die ihr hier in den Chat schreibt, die gehen nachher verloren. Wenn ihr die Sachen, also das jetzt auch Katja von dir, wenn ihr das ins Forum schreibt, in unsere Gruppe. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Tellington TTouches. Tellington TTouches sind sanfte Berührungen am Okay. War ich gerade ein bisschen durcheinander, ja. Anke, Entschuldigung, kannst du das wieder holen? Ich kann nicht so gut hören. Naja, ich sage noch mal, es It's a little muffled. kam gerade anderer Ton dazwischen. Also
Die Sachen, die jetzt im Chat stehen, die sind, nachdem das Meeting vorbei ist, verloren. Aber wir haben ja das Forum auf meiner Homepage, was ich euch eben mal kurz in die Nachrichten geschrieben habe, wo ihr auch immer informiert werdet über das, was als nächstes kommt. Und wenn ihr eure Texte, eure Erinnerungen, eure Erfahrungen in dieses Forum schreibt, dann können wir sie Linda jederzeit zur Verfügung stellen. Oder Linda kann sie lesen oder wir können sie übersetzen ins Englische und ihr dann nochmal geben. Da können sie dann bleiben. Also da haben wir sie einfach längerfristig zur Verfügung. Das Forum ist ja auch da, damit ihr eure Erfahrungen oder Fragen mit der Methode da auch nochmal schreiben könnt. Also bitte ins Forum schreiben. Hier, der Chat ist nach Ende des Meetings leider weg. Also ich habe Und mich jetzt eben angemeldet, ja? Ich habe Ja. mich jetzt eben angemeldet. Okay, gut. Ja. Und im Forum gibt es ja da diese Gruppe, ne, die eben trifft Linda Tellington-Jones und Tellington Stammtisch, also wo wir darüber reden, wo ich schreibe, was wir jeden Montag machen, was geplant ist für die Zukunft, wann Linda mit welchem Thema da ist, der Zoom-Link, ne, all diese Infos zu diesen Montagen über das ganze Jahr. Und dort könnt ihr natürlich auch alles Tellington-relevante, ne, alles, was ihr mit Linda mitteilen wollt, könnt ihr da reinschreiben und dann kann man das immer wieder nachlesen. das ist auch on YouTube, oder? Nein, das ist kein YouTube-Video, das ist ein Forum, wo die Leute. No, ich weiß es, aber was hier gemacht heute, ist das nicht on YouTube? Lass uns das nachher besprechen. Und dann erkläre ich dir das Forum auch. Lass uns das später besprechen. Der Grund, dass ich sage das, wenn ihr würde das, wäre so nett, wenn mehr würde das zeigen und touch that it sehen. Weil wir können, dieses Gespräch hier könnte so viel anderes helfen. So, ich würde einfach nur sagen, Manuela, ich würde von dir, weil du für das jetzt hinausstellst für die Pferde, just ein Satz, was inspiriert dich? Warum hast du über so viele Jahre das weitergebracht? Gerade erst jetzt wieder, ich bin gerade in Spanien, weil ich sehe, dass so viele Menschen wirklich ihr Herz am richtigen Fleck haben, aber von der Technik her oder im Umgang mit Pferden nicht immer wissen, was sie tun sollen und dann zu aggressiv werden, zu nicht schönen Methoden greifen oder nicht nett mit den Pferden umgehen. Aber nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie nichts anderes wissen. Und es ist so wunderschön, dass wir mit dem, was du uns gegeben hast, diesen Menschen zeigen können, dass wir auch in einem netten Umgang mit den Pferden, was heißt viel erreichen, oft sogar mehr und vor allem Ja, viel sicherer. Und das ist danke. so wunderschön. Dankeschön. Und das auch die Sicker und diese Idee, die tut, weil die weiß nicht, was anderes, das sie tun kann. Und es hat so viel zu tun mit Angst. Ne? Und ich würde so gern in mein nächstes Gespräch, Anke, wenn das ist, ich möchte mit euch teilen, was hat mir so inspiriert über die letzten 6 Monate, hat mir gebracht, alles, was wir haben über diese 50 Jahre gebracht. Und ich würde das so gerne mit euch teilen. Und inzwischen gibt es irgendwas anderes, das man sagen möchte, bevor wir bringen das zu close. Und ich verstehe, how schwierig das ist manchmal für Sprechen. Aber es ist wichtig, dass jeder versteht, dass jedes Mal, wenn man vertraut, sich zu teilen, was ist auf in ihrem Herz, wenn das Fragen ist, was zum Beispiel die Geschenk, das wir haben gehabt von diesen phänomenalen Fragen von Marlies, ne? So wichtig. So, when anyone dares to speak, wenn ihr vertraut euch zu sprechen, was auf ihrem Moment auf ihr Herz liegt für Fragen hier oder Merkung. Und bitte versteht uns
alle von uns lehrt das Werk für so viele Jahre. Es ist so wichtig, wenn man skeptisch ist oder sagt, ich kann das nicht verstehen oder glauben, was du sagst. Das ist so wichtig, dass wir das sagen. Annegret, ja, du hast nichts, und dann Gabi. Danke. Okay. Ja. Ich wollte nur eine Kleinigkeit teilen. Jetzt gerade beim Glatteis bin ich hingefallen und habe mir die Rippe geprellt und liebe es, mich selbst mit TTouch zu behandeln. Und ich habe gemerkt, wie schön es ist dabei, das Wunder jeder Zelle zu spüren. Also nicht mehr den Ärger, es tut weh, aua, ja, böse, böse, sondern ich darf dieser Zelle sagen, erinnere dich, und es fließt viel mehr Liebe, und das ist das Geschenk, was du uns auch geteilt hast. Diese Intelligenz in jeder Zelle, und ich kann mit ihr reden und ich kann dankbar sein und ich kann sagen, gib dein Bestes, und wie schön, dass ich mit dir reden kann, und die Dankbarkeit ist so groß. In diesen kleinen Dingen jeden Tag, wo man sich wehtut, kann man es spüren und kann sich darüber freuen. Und das ist ein Wunder. Und wenn wir machen das und dann sagen, danke, wow, mein Körper ist so intelligent. Es ist nicht, dass ich das tue. Ich einfach kommuniziere, mache eine Verbindung mit dem Wunder, das in jeder Zelle, das Universal Quelle göttlich Wunder, das wir sind hier. Jeder ist so. Danke dir für das. It's a wonder, like, oh my God, jedes Mal, wenn ich habe das Dinge. Let's see. Vielleicht 30 Sekunden und mein Körper reorganisiert sich irgendwie. Und ich muss sagen, es ist nicht immer, manchmal wir brauchen Hilfe, andere Hilfe. Und wir müssen immer sagen, ja, Hilfe ist so wichtig. Das ist ein Teil des Wirkens, wie wir uns helfen können. So, Gabi. Ja, es ist ja schon ganz viel gesagt worden von dem, warum ich das selbst auch mit Leidenschaft mache. Und ich wollte einfach nur kurz sagen, was mich so erfüllt. Ich arbeite mit Hunden und ich arbeite viel mit Hunden, die Angst haben, die unsicher sind, die sich nicht anfassen lassen, die sehr unruhig in ihrem Körper sind. Und TTouch ist eine Möglichkeit, ein Schlüssel dafür, Frieden und Ruhe in solch einen Körper hineinzubringen. Und das ist etwas, was mich total erfüllt, wenn ich so einen Hund TTouche und merke, wie einfach dieser Geist ruhig wird, dieses Wesen ruhig wird. Und dann habe ich Leute vor mir sitzen, die Hundehalter, die Tränen in den Augen haben, weil sie ihren Hund noch nie so gesehen haben. Und das ist so ein wunderschönes Geschenk, das immer wieder mitzuerleben. Danke, danke, Linda, dafür. Gabi, danke. Danke dir. Danke. Martina. Ja, hallo Linda. Dann traue ich mich auch mal was zu sagen. Ich bin auch relativ neu dabei, und ich habe die Hardtags vor meiner letzten Psychologieklausur angewandt, und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das zu tun, und war danach irgendwie hellwach und klar und neugierig, und die Klausur ist auch super geworden. Also Dankeschön für diese tolle Möglichkeit. Und was Tiere angeht, also irgendwie mit meinen 3 Tieren komme ich noch nicht so ganz, ich weiß nicht, in die gleichen Energien, aber bei dem Hund von meiner Schwägerin, die liebt das, wenn ich T-Touches bei ihr anwende. Meine Schwägerin ist auch immer ganz begeistert, wie ruhig die Emi dann wird. Und hast du hast du eine Frage dabei? Ja, Oder- ich komme mit meinen, also ich habe 2 Katzen und einen Hund, und ich versuche auch bei denen T-Touch zu machen, aber irgendwie
kommen wir da nicht so ganz ins Gleichgewicht, habe ich das Gefühl. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie das mit den Ja, eigenen Tieren ist? nou, overlegen. Nou, was we hebben zuerst gesagt, when we have an expectation, well, es ist unsere, dass wir irgendwas tun können. Und das ist, wo ich würde sagen, wenn wir konzentrieren, wir wollen das helfen. We have it, ein Tendenz ist zu frauen. Ne? Und so, wenn du machst das und sagst, let's see, was wir tun können. Was können wir zusammen hier machen? Und mach das, lass uns sehen, was möglich ist hier. Und Liebe, weil wenn wir Angst haben, dass vielleicht wir können nicht helfen, wechselt das Unsicherheit und sagen, wait a minute, warte mal, wie kann ich dir ein nettes Gefühl geben? Weil mit das nettes Gefühl kommt diese Balance in unsere Körper. Und das Harmonie, diese Harmonie. So, it's normal. Es ist normal, wenn es ist unsere Tier, wir wollen das tun, wollen das helfen. Warte mal, was können wir hier tun? Was kann ich von diesem zusammen lernen? Okay, so, danke, das werde ich versuchen. Und ich bedanke mich alles. Ich bring's up, liegt in mein Herz, alles zu sehen. Und ich bedanke alle, wer hier so viel schon zu tun gehabt, das verbreiten. Und Anke, danke dir, dass du das so phänomenal organisiert. Danke alles. Bis zum nächsten Mal. Und es ist komisch, like 4, 6 Monate oder so, ich habe das gehabt für Enden. Zuerst, ich würde sagen, in der Welt, wow, so viele Schwierigkeiten in der Welt jetzt. Wenn jedes Mal, wenn ich probiere in mein Journal 5 ausschreiben, Dankbarkeit, für was ich mich bedanke. Und schicke das Energie aus in the Universe, weil das macht einen Unterschied. Und so, I don't know, vielleicht irgendwann in den letzten Monaten, es hat zu mir gekommen zu enden, ist, may the force be with you. Und das kommt von Star Wars. I don't know, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt, aber es ist wichtig. Vielleicht ist es ein Satz sein. Möge die Macht mit dir sein. Bitte? Möge die Macht mit dir sein. Yeah, and das Force is the universal intelligence. Das hier ist in uns. Das ist the wonder. Wow. So, may the force be with you all. In us. Tschüss. Much love, everybody. I'm excited. Ich bin sehr aufgeregt für die nächste, weil ich möchte teilen, was hat mir inspiriert in den letzten Monaten und wie das ist durch unsere Arbeit. Wie das kommt zusammen mit unserer TTouch. Danke alle. Danke, Linda. We meet you in the universe. Ich treffe euch in the universe, in die Quantenfelder. Tschüss. Und eins muss ich noch zum Schluss sagen, wir werden wahrscheinlich den Link ändern müssen, weil heute ist die Grenze meines Zoom-Meetings erreicht worden an Teilnehmerzahlen. Das heißt, wir müssen auf Lindas Zoom wechseln, wo mehr Leute teilnehmen können. Das steht dann auch in dieser Gruppe in meinem Forum. In 14 Tagen ist Linda dann auf jeden Fall wieder dabei und dann werdet ihr einen neuen Link bekommen. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao, danke für alles. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.